Während ihr in euren luxuriösen Bunkern darüber diskutiert, welche Konservenmarke die beste ist, kämpft in der realen Welt jemand auf einem Berggipfel ums Überleben und ernährt sich trotz seiner körperlichen Einschränkungen nur von Reis und Brühe. Seht euch diesen Kommentar unter dem Video meines Gegners an. Das ist kein Spiel. Was diese Person erlebt, ist genau das, was ihr als Apokalypse bezeichnet. Diese Person, Johanna, sagt: Ich lebe in einem bewaffneten Land, ohne Strom und Wasser. Von da an weiß man, was wichtig ist. Um einkaufen zu können, muss man anderen helfen. Ich bin durch die Katastrophe körperlich behindert. Der Supermarkt ist nur 16 Kilometer entfernt. Ich lebe in einem Bergdorf. Ich ernähre mich hauptsächlich von Reis. Normalerweise esse ich 2 bis 3 Tage lang nichts. Trockene Bohnen, Fleisch, Fisch und Trockenfrüchte in Gläsern, Töpfen und so weiter aufbewahren. Während ich diese Liste erstellte, dachte ich nicht nur an diejenigen, die zu Hause bleiben, sondern auch an die wahren Widerstandskämpfer, die 16 Kilometer vom Markt entfernt leben, sich nicht bewegen können, deren Kampfgeist aber niemals nachlässt. Also Johanna, wie lange kann man nur von Reis und Brühe leben? Laien würden sagen, genug, aber ich, als der Kommissar, werde die Wahrheit sagen. Hier sind 15 goldene Regeln und 12 wahre Geschichten, die ich für Johanna und andere wahre Helden in schwierigen Situationen zusammengestellt habe und die ihr zum ersten Mal von mir hören werdet. Wenn euch meine Bemühungen gefallen, abonniert mich. Los geht's. Erstens, die Reisillusion und Vitamin C. Der größte Feind derer, die sich wie Johanna nur von Reis ernähren, ist Skorbut, Zahnverlust. Man muss innerhalb von 3 Tagen lebende Vitamine aus keimenden Samen in einem sonnenlosen und erdlosen Raum gewinnen. Wenn einem die Zähne ausfallen, kann man diesen Reis nicht mehr essen. Zweitens, eingeschränkte Mobilität und Feuer. Wenn Sie körperlich beeinträchtigt sind, ist das Hantieren mit einem Feuerzeug ein Luxus. Eine Mischung aus Kaliumpermanganat und Zucker entzündet durch eine chemische Reaktion ein Feuer. Vertrauen Sie der Chemie, nicht Ihrer Muskelkraft. Dritte, Nelkenöl, die Geheimwaffe. In abgelegenen Gegenden wie Johanna ist eine Zahninfektion ein Todesurteil. Nelkenöl, Eugenol, ist Ihr einziger Chirurg in diesem Bergdorf. Es betäubt den Schmerz und stoppt die Entzündung. Viertens, harte Glucose, Bonbon. Selbst wenn Ihre Willenskraft nach 2 bis 3 Tagen Fasten noch stark ist, beginnt Ihr Gehirn aufgrund des Glukosemangels Fehler zu machen. Um Ihre Entscheidungsfähigkeit nicht zu verlieren, hilft Ihnen ein Stück Hartkaramell, diese lebensrettende, rationale Entscheidung zu treffen. Fünfte, Geisterkalorien, Kaninchenhunger. Viele denken, dass es ausreicht, einfach Protein, Fleisch zu horten. Der Kommissar erklärt, man kann mit vollem Magen sterben, wenn man nur Kaninchen oder mageres Wildfleisch isst. Der Körper braucht Fett. Wenn man sich nicht mit Ghee eingedeckt hat, ruiniert das Eiweiß die Leber. Deshalb haben unsere Vorfahren Fleisch in Fett konserviert, durch Braten. Fett ist der wahre Treibstoff in der Krise. Sechster, psychologischer Anker, Geruch und Erinnerung, olfaktorischer Reset. Die meisten Prepper denken, Psychologie sei Resilienz. Aber das Gehirn arbeitet mit Gerüchen. Der Kommissar erklärt, wenn alles nach Schweiß, Schlamm und Tod riecht, versagt das Gehirn. Man sollte Pfefferminzöl oder Lavendelöl dabei haben. Allein der Geruch unterdrückt die Kampf- oder Fluchtreaktion, Amygdala, im Gehirn innerhalb von 10 Sekunden. Ein Prepper, der keine ruhige Entscheidung treffen kann, ist kein Prepper, der wirklich lebt. Siebtens, natürliches Isotop, Ton, Bentonit. Ansprechend für alle, die Angst vor Strahlung oder Schwermetallen haben. Der Kommissar erklärt, nur Bentonit reinigt den Körper von Schwermetallen, die durch nukleare Lecks oder kontaminierte Wasserquellen aufgenommen werden. Beim Einnehmen zieht er Giftstoffe im Darm wie ein Magnet an und scheidet sie aus. Unsere Vorfahren bestreuten giftige Pflanzen mit Ton, bevor sie aßen. Die Erde reinigt dich. 8. Antike Technologie, Silbermünze, flüssiges Konservierungsmittel. Manche denken, Silber sei nur zum Tauschen da. Der Kommissar erklärt, früher legten Seeleute Silbermünzen in die Milch, um sie vor dem Verderben zu bewahren. Reines Silber, 999 Karat, verhindert die Vermehrung von Bakterien im Wasser. Eine Silberplatte im Wassertank verhindert monatelang Algenbildung und Bakterienwachstum. Das ist die Nanotechnologie der Antike. 9.
Rohe Kaffeebohnen. 20 Jahre Vitalität. Gerösteter Kaffee wird nach 6 Monaten unbrauchbar. Rohe Kaffeebohnen hingegen reifen 20 Jahre lang. Inmitten einer Krise beruhigt der Duft frisch gerösteten Kaffees die Kampf- oder Fluchtreaktion, Amygdala, im Gehirn. Dies ist kein Getränk, sondern ein Mittel zur psychologischen Erholung. 10. Lugolsche Lösung. Jod. Dreifacher Schutz. Sie desinfiziert Wunden, reinigt Wasser und blockiert die Schilddrüse bei einem Atomunfall. Es ist die kleinste, aber effektivste Flasche, die man in der Tasche mitführen kann. 11. Natriumbicarbonat. Chemisches Schweizer Taschenmesser. Es lindert sofort Sodbrennen, reinigt Zähne, beseitigt Strahlung und, am wichtigsten, Fettbrände. Es ist das Einzige, was Ihnen bei einem Küchenbrand, der sich nicht mit Wasser löschen lässt, das Leben retten kann. 12. Zimt und Honig. Natürliches Antibiotikum. Honig verdirbt nicht, doch in Kombination mit Zimt wird er zum stärksten natürlichen Antibiotikum der Welt. In einer Krise kann selbst eine einfache Halsentzündung lebensbedrohlich sein. Dieses Duo hilft Ihnen, wieder auf die Beine zu kommen. 13. Magnesiumstab und Wattestäbchen mit Vaseline. Feuerzeuge gehen kaputt, Streichhölzer werden nass, aber ein Magnesiumstab kann 20.000 Mal ein Feuer entzünden. Selbst bei Sturm können Sie mit einem Wattestäbchen und Vaseline ein Feuer machen. 14. Aktivkohle, Black Guardian. Für Menschen wie Johanna, die auf verunreinigtes Wasser angewiesen sind, ist sie lebensrettend. Wenn man verdorbene Lebensmittel oder Wasser mit Schwermetallen trinkt, ist sie das Einzige, was die Giftstoffe im Körper wie ein Magnet anzieht. 15. Kaliumpermanganat, Purple Crystal. Stärker als Jod, zuverlässiger als ein Feuerzeug. Ein einziger Kristall desinfiziert tonnenweise Wasser. Seine konzentrierte Lösung beseitigt Fußpilz, Schützengrabenfuß, in Sekundenschnelle. Doch sein größtes Geheimnis: zerdrückt und verreibt man diese Kristalle mit einem Stück Zucker, entsteht ein chemisches Feuer, ganz ohne Hilfsmittel. Ein echter Kommissar würde ohne diesen Wunderkristall keinen Einsatz antreten. Nun folgen wahre Überlebensgeschichten und Beispiele, die Sie hier zum ersten Mal hören werden. 1. Von deutschen Vorfahren, Erbswurst und anhaltende Energie. In den 1870er Jahren erfand die preußische Armee die weltweit erste Notnahrung, um Soldaten vor dem Verhungern zu bewahren. Diese aus Erbsenmehl, Rinderfett und Gewürzen hergestellte Tube war monatelang haltbar. Esst nicht nur Reis wie Johanna, mischt Erbsenmehl mit Fett und lasst es trocknen, wie es die preußischen Soldaten taten. Das ist der Treibstoff für eine Armee, die durch den Schnee marschiert. Reine Kohlenhydrate machen träge, aber öliges Erbsenmehl hält euch auf den Beinen wie einen Soldaten des eisernen Kanzlers. 2. skandinavisches Geheimnis: Kiefernrindenbrot. Während der großen Hungersnöte Nordeuropas mahlten die Menschen die innere Rinde, Phloem, von Kiefern zu Mehl und backten daraus Brot. Johanna, du bist in einem Bergdorf, umgeben von Bäumen. Wenn dir das Mehl ausgeht, gib nicht auf. Die weiße Schicht im Inneren der Kiefernadeln ist voller Mineralien. Unsere Vorfahren wussten, wie man in Hungersnöten Brot aus Holz backt. Der moderne Mensch sieht einen Baum nur als Brennholz, wir aber werden ihn als Ofen betrachten. 3-1945 deutsches Wintergeheimnis. Zitronenersatz. Künstliches Vitamin C. Am Ende des Ersten Weltkriegs, als deutsche Städte belagert wurden, war es unmöglich, frisches Obst zu finden. Die Menschen kochten Kiefernadeln und tranken den Sud, um nicht an Skorbut, Zahnverlust, zu sterben. Johanna, wenn du von Kiefern umgeben bist, wirst du nicht an Hunger, sondern an Unwissenheit sterben. Unsere deutschen Vorfahren überlebten jenen dunklen Winter 1945 mit Kiefernadeltee. Eine Tasse Kiefernadeltee enthält so viel Vitamin C wie 5 Orangen. Halte Ausschau nach dem Wald, um deine Zähne zu schützen. 4. Napoleons Niederlage bei Moskau. Die Rache des Fettes. Als Napoleons Armee sich durch den russischen Winter zurückzog, starben die meisten Soldaten nicht an Erfrierungen, sondern an Kaninchenhunger, Eiweißvergiftung. Sie aßen nur mageres Pferdefleisch und ihre Körper versagten, weil sie das Fett nicht verarbeiten konnten. Johanna, wenn du nur mageres Fleisch und Reis im Vorratsschrank hast, schaufelst du dir im Grunde dein eigenes Grab. Napoleons Soldaten starben an Leberversagen, obwohl ihre Bäuche voll mit Fleisch waren.
Ohne Ghee, geklärte Butter, nährt dich dieses Fleisch nicht, es vergiftet dich. Deshalb konservierten unsere Vorfahren Fleisch in Fett. Wir nennen es Braten. 5. Die unsterbliche Mutter des Essigs, ein eigenes Antibiotikum herstellen. Im mittelalterlichen Europa und in der osmanischen Medizin war die Essigmutter ein lebendes Labor, das nicht nur zur Essigherstellung, sondern auch zur Wundreinigung und zur monatelangen Haltbarkeit von Lebensmitteln verwendet wurde. Johanna, was ist, wenn die Lebensmittel in den Gläsern ausgehen? Was machst du dann? Essigmutter ist ein lebender Organismus, sie stirbt nicht. Mit etwas Essigmutter kann man aus jedem Fruchtzucker der Natur unendlich viel Desinfektionsmittel und Konservierungsmittel herstellen. Unsere Vorfahren wuschen sich während Pestepidemien mit Essig. Johanna, in deinem Bergdorf ist Essig sowohl Reinigungsmittel als auch Heilmittel. 6. Das gefrorene Geheimnis der Inkas. Chuño, antike Trocknungsmethode. In den Hochgebirgen Perus, in rauen Klimazonen wie Johanna, stellten die Inkas Chuño her, indem sie Kartoffeln einfroren und trockneten. So hielten sie sich bis zu 10 Jahre. Johanna, du hast weder Gefrierschrank noch Strom. Aber in diesem Bergdorf, wo es nachts friert und tagsüber die Sonne scheint, kannst du die natürliche Gefriertrocknungskraft nutzen. Wenn du Kartoffeln einfrierst und den Saft durch Zerdrücken entwickelst, erhältst du ein Lebensmittel, das 10 Jahre lang fest bleibt. Die Inkas überstanden auf diese Weise Hungersnöte. Warum solltest du es nicht auch können? 7. Der Wasserschutz der Perser, Keramikgefäße und Wüstenminze. Persische, iranische Karawanen legten, um ihr Wasser in der Wüstenhitze frisch zu halten, nicht nur Silber, sondern auch getrocknete wilde Minze in Keramikgefäße. Mit Silber allein lässt sich Wasser nicht sauber halten, Johanna. Persische Karawanenführer haben das schon vor Jahrtausenden entdeckt. Wilde Minze hemmt das Wachstum von Mikroorganismen im Wasser. Wenn dein Wasser abgestanden und mit Algen bedeckt ist, gib getrocknete Minze und Silber hinzu. Das ist eine uralte Methode, die zuverlässiger ist als die Filter der modernen Welt. 8. Russisches Waldgeheimnis. Birkenpech, schwarzes Gold. In den entlegensten Winkeln Sibiriens und Russlands, wo es keine Medizin gibt, ist aus Birkenrinde destilliertes Pech sowohl das stärkste Antiseptikum als auch ein Schutzmittel, das alle Leder- und Metallgegenstände wasserdicht macht. Johanna, du bist in den Bergen und wenn deine Schuhe nass werden, verfällst du in der Kälte. Unsere Vorfahren verbrannten die Rinde der Birke und gewannen daraus das Öl. Dieses schwarze Gold ist das einzige, was Verwesung verhindert. Trägst du es auf deine Wunde auf, sterben die Keime ab. Trägst du es auf deine Stiefel auf, bleiben sie im Schnee trocken. Russische Soldaten besiegten Napoleon nicht nur mit Waffen, sondern auch mit diesem Pech. 9. Die verlorene Energie der römischen Legionäre. Posca, Essigwein. Römische Legionäre tranken auf ihren Tausenden von Kilometern langen Märschen nicht nur Wasser. Sie mischten scharfen Essig und zerstoßenen Koriander hinein, um es zu desinfizieren und dem Körper sofort Energie zuzuführen. Reis und Wasser machen dich träge, Johanna. Du musst die Posca der römischen Soldaten zubereiten. Etwas Essig im Wasser tötet nicht nur Krankheitserreger ab, sondern gleicht auch den pH-Wert deines Körpers aus und gibt dir die Willenskraft, die 16 Kilometer zu marschieren. Wasser hält dich nur am Leben, Posca gibt dir Kampfgeist. 10. Anatoliens alte Eisenversorgung, Apfel und rostiger Nagel. In den entlegensten Dörfern Anatoliens steckten Menschen mit Eisenmangel, Anämie, die kein Fleisch essen konnten. Rostige, aber gereinigte Eisennägel in einen Apfel, ließen ihn über Nacht darin und aßen ihn dann. Johanna sagte, wenn man kein Fleisch bekommt, bricht der Körper an der Anämie zusammen und man kann in diesem Bergdorf nicht mehr auf den Beinen sein. Wendet man diese alte Methode auf die wenigen Früchte an, die man hat, kann man seinen Körper auf natürliche Weise mit Eisen versorgen. Die moderne Medizin würde darüber lachen, aber für Menschen wie Johanna, die 16 Kilometer vom Markt entfernt lebten, war dies der Schlüssel zur Genesung. 11. Der Schneesturm von 1947. Die Wärme im Stroh. Im legendären Winter 1947 waren Dörfer in Europa wochenlang von der Außenwelt abgeschnitten. Eine deutsche Bauernfamilie, der das Brennmaterial ausging und die kurz vor dem Erfrieren stand, griff auf ein altes Geheimnis der Viehzucht zurück.
Die ganze Familie stopfte ihre Kleidung mit trockenem Stroh aus und kauerte sich in einen Heuhaufen. Johanna sagt: Wenn der Strom ausfällt und es draußen -20 Grad kalt ist, reicht selbst der teuerste Schlafsack nicht aus. Erinnert euch an die Luftschichtregel, die unsere Vorfahren kannten. Wenn ihr trockenes Gras, Stroh oder Zeitungspapier in eure Kleidung stopft, kann eure Körperwärme nicht entweichen. Stroh ist nicht nur Tierfutter, es ist euer natürlicher Wärmeschutz. 12. Vietnams unsterbliche L-Arginin und Amaranth. Während des Vietnamkriegs malten die einheimischen Widerstandskämpfer, belagert und mit knappen Lebensmittelvorräten, die Wildkräuter, insbesondere Amaranth-Hahnenkamm, ihrer Dörfer zu Mehl und aßen es, als ihr Reis ausging. Der hohe Protein- und Eisengehalt dieser Kräuter ermöglichte es ihnen, monatelang zu kämpfen, ohne Muskelverlust zu erleiden. Johanna, du brauchst diese 16 Kilometer lange Straße zum Markt nicht. Der Hahnenkamm oder die Brennnessel, die du in deinem Garten im Bergdorf pflückst, enthalten mehr Protein als dein Reis. Das meinten unsere Vorfahren, als sie sagten: Die Natur ist der größte Supermarkt. Wenn du diese Kräuter trocknest und daraus Mehl machst, kannst du eine ganze Armee in diesem Bergdorf ernähren. Siehst du, Johannas Verzweiflung ist eigentlich ein Mangel an Wissen. Das Heu eines deutschen Bauern, das Unkraut eines vietnamesischen Dorfbewohners und das Rindenbrot eines russischen Soldaten. Diese Dinge werden nicht auf dem Markt verkauft, sie sind in unserem genetischen Gedächtnis gespeichert. Der Kommissar liefert ihnen nicht einfach nur eine Liste, er stellt jene uralten Abwehrmechanismen wieder her, die die moderne Welt vergessen hat. Mein Gegner sagt ihnen, was sie konsumieren sollen. Ich sage ihnen, wie sie es nicht konsumieren sollen. Johanna, diese Informationen sind Ihre Freiheit. Machen Sie sich bereit und abonnieren Sie jetzt, denn wir retten Leben, nicht nur Waren. Wenn Sie bis hierher gelesen und das Video zu Ende geschaut haben, schreiben Sie Johanna in die Kommentare und ich schicke Ihnen einen PDF-Link zu diesen Informationen, die ich für Sie vorbereitet habe. Passen Sie auf sich auf. Der Kommissar ist immer für Sie da.